Etwas ironisch, aber dennoch mit Hilfestellung. Als Hintergedanke habe ich das Video von bewusst möglichst kontrovers Hallo, wir müssen da mal über etwas reden, nämlich Frags. Zugegeben, jeder steht gerne oben auf dem Scoreboard, jeden Gegner 8-mal an die Wand gespielt und dabei den Überblick verloren, wie es eigentlich steht. Ein solches Spiel geht leider auch schnell vorbei und 20 Minuten später muss man sich wie vor einem flüchtigen nächtlichen Bekanntschaft verabschieden. Betretenes Schweigen, jeder murmelt leise GG, man addet sich, verspricht sich, man meldet sich und wiederhole das Ganze, aber man weiß eigentlich, dass man diesen Account nie wieder in seiner Freundesliste findet. Manchmal trifft man aber auch auf Mates, die gefühlt mehr Kugeln daneben setzen, als David Beckham Elfmeter verschießt. Oder ein Jupp, der zwar doppelt so viele Frags wie alle anderen hat, aber irgendwie immer als letztes lebt, um den Fisch dann doch nicht an Land zu ziehen, um sich dann lauthals über das gesamte Team zu beschweren. Nun, auch wenn jeder Kill im Scoreboard dich fühlen lässt wie Hulk auf Kokain, ist es viel wichtiger, wie du diese erreicht hast. Es gibt unterschiedliche Frags, die unterschiedlich viel zum Erfolg beitragen, und die meisten wichtigen erreicht man zumeist nur im Zusammenspiel mit Mates. Fangen wir mal mit dem Entry Frag an. Er ist sehr wichtig, um ein Überzahlspiel zu schaffen, Raum einzunehmen und den Mates den Druck zu nehmen, für weitere Vorteile weitere Risiken eingehen zu müssen. Wenn jetzt kein Gegner zu viel Cola getrunken hat und mit Gottes Hand die nächsten Kugeln freigibt, sollte die Runde gut runtergespielt werden können. Daher ist es häufig wichtig, nach dem ersten Kill die Ruhe zu bewahren, nicht wie eine von Bienen gestochener tasmanischer Teufel nach mehr Kills zu hetzen. Geht defensiv und sprecht euch über Informationen und weiteres Vorgehen mit euren Mates ab. Oder nehmt einen guten Spot ein, wenn ihr wisst, dass der Gegner alleine war. Und der Entry Frag war es komplett wert. Solltet ihr direkt danach sterben, so habt ihr zwar ein Kill mehr, reißt aber ein Loch in eure Formation, öffnet den Gegnern die Möglichkeit, euch zu flanken und der Vorteil ist verspielt. Ebenfalls immer wichtig ist der Refrag, um den nicht falsch zu verstehen. Refrag bedeutet quasi direkt mit euren Mates rumzuziehen, seine Informationen direkt zu verwerten. Ich habe schon Spieler gesehen, die hätten sofort mit rumziehen können. Alle Infos waren gegeben, der Gegner offen auf dem Feld, 30 HP. Mein Mate hätte mir mit einer Kugel das Überleben sichern können. Stattdessen steht er hinter der Wand, macht Backe Backe Kuchen und wenn man ihn darauf anspricht, wird alles als Def den Gegner reinrennen lassen bezeichnet. Wenn ihr alleine auf der Position seid, alleine einen Gang oder einen Winkel haltet, okay, aber nicht, wenn eure Mates im Fight sind. Denn eigentlich zeichnet euch das nur als Windelträger aus, die aufgrund ihrer eigenen Unsicherheit die Mates ins offene Feuer rennen lassen. Klar macht ihr damit in der Regel kurz später +1 im Scoreboard, aber euer Mate könnte noch leben und zumeist werdet ihr dann vom folgenden Gegner gerefragt. In Counter Strike ist das eine Form von diesem berühmten Verkaufen. Und Leute, seid keine Händler, seid eiskalte Geschäftsmänner, jeden Vorteil zum Sieg erarbeitend und immer auf dem besten Handel aus. Also in kurz, Refrag heißt sofort helfen, den Gegner mit der Überzahl überwältigen. Dann gibt es noch die Frags beim Flanken, also den klassischen Lurker. Diese sind einfach zu holen, aber bringen ein großes Risiko im Timing mit sich. Im Überzahlspiel und abgesprochen mit den Mates eine tödliche Strategie, die den Rundensieg garantieren kann. Ohne Absprache ein orientierungsloser Schrei nach Aufmerksamkeit. Um zu flanken, müsst ihr ganz genau wissen, wo die Gegner sind. Eure Mates sollten wissen, dass ihr den Gegner überraschen wollt. Versucht es also immer so zu timen, dass ihr um die Ecke zieht, wenn das Chaos losbricht. Nicht danach und eher selten davor. Ebenso könnt ihr sehr gute Informationen über die Position von Gegnern sammeln und diese an eure Mates weitergeben. Sie werden es euch danken. Und macht das nicht zu häufig oder zu lange. Gelegentlich lohnt es sich auch, den Lurkjob aufzugeben und mit euren Mates ganz normal den Spot einzunehmen. Immerhin gewöhnen sich Gegner schnell daran, wenn jede Runde einer von der Seite kommt. Und damit ist es keine Überraschung mehr und ein guter Gegner kalkuliert das in seine Strategie sogar mit ein. Sehr wichtig sind auch die Info-Frags oder Frags als Playmaker. Die konstanteste Form ist es, ohne zu zögern, auf die Informationen der Mitspieler zu reagieren, beispielsweise beim Executen einer Site. Wenn alle versuchen, den Spot zu säubern, solltet ihr alle Positionsinformationen verwerten und aktualisieren. Ein Gegner ist im Heaven, ihr erschießt den. Sagt das an, dass er tot ist. Ein guter Info-Fragger ist schnell, eiskalt und weiß, dass jede Sekunde zählt und dass diese Herren ohne Verzögerung vom Feld genommen werden müssen. Ebenfalls müssen wir über die Frags beim Halten von einem Spot reden. Wichtig ist, dass ihr Informationen sammelt, so viel Zeit wie es nur geht rausholt. Je länger ihr lebt, umso länger wissen die Gegner von einer potenziellen Gefahr auf dem Spot und umso mehr Zeit haben eure Mates, sich einzumischen oder sich für einen Retake aufzubauen. Holt möglichst viel Frags oder versucht zumindest einen zu holen. Stellt euch für möglich so, dass ihr euch wohlfühlt, Informationen sammeln könnt und nicht euer Leben einfach wegwerft. Damit meine ich eben auch Sinnloses aus der Deckung ziehen oder off-field stehen. Gutes und wohlüberlegtes Handeln bringt euch häufig die Möglichkeit, mehr als einen Gegner zu holen. Dann müssen wir jetzt auch noch über die Exit-Frags reden. Wie eingehend erwähnt, wird häufig der Last Man Standing irgendwann größenwahnsinnig. Dabei steht er durchgehend defensiv, nimmt immer die sicheren Wege und wenn die Runde schon verloren ist, comes his time to shine. Wie ein Gepard schleicht er sich durchs Gebüsch. Nun wartet er verstohlen hinter der Ecke, bereit sich bei nur der kleinsten Pixelbewegung zu reagieren. Er steht an besagter Ecke nun seit 20 Sekunden, Schritte sind zu hören. Die Beute zieht vorbei.
Es hat nicht mal den Kopf zum Exit-Fragger bewegt. Seine Herde folgt ihm unbeirrt. Der Exit-Fragger schießt los, reißt 3 Gegner zu Boden, die Bombe geht hoch und die Runde ist verloren. Nun, ich will nicht pauschal was gegen Exit-Frags sagen. Sie sind ökonomisch sehr wertvoll, sie kosten dem Gegner wertvolles Geld für die nächste Runde, aber für Scoreboards sind es nun nicht wirklich die Kills, die zählen, denn ihnen fehlt Impact. Wenn ihr euch in nicht lösbaren Situationen wiederfindet, ist es keine Schande, die Waffe über die nächste Runde mitzunehmen und den Gegner möglichst viel Geld kosten zu wollen. Wenn ihr euch aber regelmäßig in der Situation wiederfindet, solltet ihr mal darauf schauen, ob ihr nicht auch woanders Frags ziehen könnt. Nun, dann gibt es noch die verkauften Frags. Ich weiß nicht mal, ob es eine ordentliche Bezeichnung dafür gibt. Diese Form von Kills sind die schwachsinnigsten und es ist alles andere als ein Grund, stolz darauf zu sein. Jeder verschießt mal, ist zu weit für einen Refrag entfernt, aber seine Mates quasi extra sterben zu lassen, um den Gegner zu desinformieren, um dann diese Desinformation des Gegners zu nutzen und ihn von einer kleinen hinterlistigen Ecke zu überraschen. Diesen Spielern wünsche ich manchmal, dass sie einfach in dieser Ecke bleiben und dass es da hart nach Fäkalien riecht. Es ist komplett ehrenlos, Gegner vorbeiziehen zu lassen und keine Infos zu geben. Es ist nicht cool, immer nur den defensiven Winkel auf einem Spot zu halten und selbst beim Executen bis aufs Letzte aus dieser Lücke zu gucken. Es hat gar keinen Sinn, sich in einer Smoke zu verstecken und den wertvollen Kollegen alleine in der Situation zu lassen, um kurz später, wenn der Kollege tot ist und man sich sicher fühlt, das Feuer zu öffnen. Bei diesen Spielstilen erhoffen sich jeweilige Spieler immer 3 plus Frags durch einen Überraschungseffekt. Aber zum einen reißt man den 3K doch deutlich seltener als jeweilige Spieler es zugeben würden und sie versauen damit den Spielspaß und das Vertrauen der Mates und überlassen somit durchgehend den Gegnern ein Überzahlspiel. Bis auf die eine Runde pro Game, wo man damit eventuell ein 3K holen kann, kann sich diese Person eigentlich den Rest des Spiels AFK stellen. Nun, ich möchte damit im Allgemeinen eigentlich nur sagen, dass es viele Formen gibt, wichtige Kills für ein Team zu machen. Aber auch viele Wege an Kills zu kommen, die dem eigenen Teamplay mehr schaden, als sie dem Team helfen. Manche Kills muss man erzwingen, andere kommen auf einen zugeflogen. Einer meiner Lieblingszitate dafür ist von InQyyy. Sometimes you have to play the map and sometimes you have to map the place. Das heißt nicht mehr, als dass man nicht immer nur gute Situationen erzwingen kann, manchmal muss man auch auf den richtigen Moment warten. Und zweiteres möchte ich mal meinen Frust über diese ganzen Arroganzbrocken auslassen, den von mir ab heute definierten Jupp, bei dem es gerade läuft, aber der viele, aber unwichtige Frags gemacht hat und sein Team blamet. Meine Empfehlung ist, sei nicht Jupp. Wenn es bei dir läuft, dann nutze deine Aura, um das Team zu motivieren, um wichtige Frags zu erschließen und diese dir damit Sicherheit mehr Rundensiege einbringen, als wie der Jupp je erreichen könnte. Danke.